Das ist das Leichteste. Oh. Von 7 auf 8 ist gottlos. Envy, deine Uber Eats Bestellung ist da. Ihr habt mir eine Pommes gelassen. Eine Pommes. Was soll ich mit einer Pommes machen? Ihr habt Glück, dass ich Uber Eats App habe. Sonst wäre ich richtig sauer gewesen. Erstmal essen, erstmal Uber Eats. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Hot Ones Germany. Die Show mit heißen Fragen und noch heißeren Wings. Mein heutiger Gast, auf den habe ich mich schon sehr lange gefreut. Ihre erste große Rolle hatte sie in Das Pubertier und Bibi und Tina, die Serie. Mit Maxton Hall hat sie deutsche Seriengeschichte geschrieben. Sie spielt die Hauptrolle der Ruby in der weltweit erfolgreichsten nicht-amerikanischen Serie auf Amazon Prime. In 120 Regionen auf Platz 1. Sie wurde mit dem Woman of the Year Award als Rising Star ausgezeichnet, ist deutsche Make-up- und Duftbotschafterin für Dior und stand vor kurzem noch für die Historienserie Schwarzes Gold vor der Kamera. Herzlich willkommen, Harriet Herbig-Matten. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Sehr gut. Erste Frage, wie verträgst du scharf? Ich würde sagen, okay. Okay. Ja. Ich würde nicht sagen besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja. Das ist schon mal gute Voraussetzungen. Ja. Bist du ready? Wir machen einen imaginären Stoß hier. Zum Wohl. Cheers. Und jetzt einfach abessen. Das ist das Leichteste. Das ist eins. Dein allererster Dreh war ja ein Kurzfilm von deinem Bruder. Oh, ihr habt recherchiert. Ja, natürlich. Hallo. Und heute bist du Star bei Prime Video und Botschafterin für Dior. Wie ist es für dich? Ich mache das jetzt irgendwie schon seit 10 Jahren. Deswegen glaube ich, das ist jetzt nicht so von heute auf morgen passiert, Ja. sondern hat sich natürlich auch über die Jahre aufgebaut. Und ich glaube, es ist auch gut, weil man irgendwie die Branche auch ein bisschen so kennenlernen durfte und verstehen konnte und irgendwie auch abgehärtet ist, jetzt wo dieser große Erfolg gekommen ist. Aber es ist ein großes Geschenk und ein großes Privileg, Ja. so klein anfangen zu dürfen und dann eben jetzt bei Maxton Hall zu sein. Nummer 2. Yes. Okay, schon zu scharf? Kommt immer im Nachgang. Das ist so geil. Sie guckt mich an und sagt, hilf mir. Wäre jetzt so beim normalen Essen, wäre das jetzt die Schärfe, die 1 wäre die Schärfe, die ich jetzt so annehmen würde. Bibi und Tina gehört ja zu, sag ich mal, Kinderserien Legende. Und du warst dabei. Gibt es eine Rolle, die du bisher abgelehnt hast und heute vielleicht noch mal denkst im Nachhinein, hätte ich die doch gemacht? Abgelehnt nicht, aber die, wo ich beim Casting war und die Rolle dann ganz knapp nicht bekommen habe, war Sissy, also die Empress. Ja. Und ich meine, im Endeffekt, alles hat seinen Grund und es ist auch gut, dass ich es nicht gemacht habe, sonst hätte ich Maxton Hall nicht gemacht. Aber ja, das hätte ich gerne gemacht. Boah, du weißt ja auch schon, wie die Stärken sind, ne? Ja. Was ist deine Toleranzgrenze? 10? Ach Quatsch. Doch. Okay, cool. Aber das sind auch immer unterschiedliche Geschmäcker. Ja, komplett. Ja. Nummer 3 ist mein Lieblingssorte. Die ist lecker. Ja. Die 2 fand ich nicht so gut. Ja. Darf ich Milch trinken? Ja, du darfst natürlich alles, was du möchtest. Wenn du Eis willst, wir haben auch Eis, wirst du später brauchen. Gleich gebe ich schon mal die Info. Du hast den Anruf für deine Zusage als Ruby für Maxton Hall auf der Supermarkttoilette bekommen. Ja. Der Beginn einer Legende. Eine urbane Legende. Von der Supermarkttoilette direkt in die Prime Video Charts. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Märchen. So, nehmen wir mal an, dein Leben wäre ein Märchen. Okay? Verfilmt. Und dieser Film würde laufen. Welche Szenen müssten drin sein, weil sie dich ausmachen, aber die würde dir niemand glauben, weil die sagen würde, kann nicht sein, dass sie das macht. Oder so ist. Kennst du, das sind so Fragen, wo du nachts
Beim Einschlafen fällt dir das dann ein und du bist so, fuck. Da hätte ich das gesagt. Ja, so eine Frage ist Keine das. Ahnung, du putzt Zähne immer ungerade Zahl. 3-mal. Das wäre mein einziges Ding, dass ich eine Routine habe, wie ich Zähne putze. Weiß ich nicht, ob das jetzt in meinem Film landen würde. Müsste. Ja. Wäre jetzt Vielleicht als Tick, dass die Leute, die dich gut kennen, die sagen, total Haare, ja. So, Ja, vielleicht. okay. Zähne putzen. Zähne putzen. Nummer 4. Ding. Curry? Nee, das ist Mango. Mango. Als du Damian Hardung, den James Beaufort aus Maxton Hall beim Casting getroffen hast, und man kannte ihn ja schon aus How to Sell Drugs, ihr hattet gar nicht mal so eine Connection, ne, am Anfang. Dann seid ihr aber zu diesem internationalen Traum-Liebespaar geworden und alle Welt vermutet ja auch, dass ihr privat ein Paar wärt. Wie habt ihr es geschafft, dann doch so zusammenzufinden? War das einfach so ein komischer Beginn, sag ich mal? Wir hatten das erste Casting zusammen und ich weiß noch, ich kam dahin und oft sind so Castings so, dass halt ganz viele Menschen da sind für die gleiche Rolle. Und die waren dann alle in einem Raum. Und das war halt noch während Corona. Und man musste einen Corona-Test machen, bin ich in den Raum gegangen und dann saß er da. Und hatte halt so einen Anzug an und hat nicht Hallo gesagt. Und ich war halt so, hä, warum sitzt du hier und nicht beieinander? Das war so der erste Eindruck. Und er war aber halt total in Charakter. Und ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Und so war halt dann auch unser Vibe beim Spielen, wo ich mir so dachte, irgendwie bist du arrogant. Und dann hatten wir ein zweites Casting und da mussten wir so Chemistry-Test-mäßig machen, so guckt euch mal die ganze Zeit in die Augen und so. Und irgendwie da haben wir dann die ganze Zeit gequatscht und Blödsinn gemacht und dann hat es so geklickt. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch genau das halt, was die Rollen widerspiegeln. Okay. Ja. Gut. Nummer 5. Ey, guck mal, schon Halbzeit hier. Hallo. Was ist das? Sauerkraut und Senf. Ja, genau das Gesicht, ja. Super. Ich hasse Sauerkraut und ich hasse Senf. Das ist deine Hasssoße Nummer 1. Ja. Kaufen sich das Menschen und denken sich so geil. Ich fand die erste am schärfsten. Zwischen Dreh und Veröffentlichen lagen ja 2 Jahre. Ne? Hast du zwischendurch schon ein bisschen daran gezweifelt, ob das überhaupt noch was wird? Oder? Ich kann mir vorstellen, 2 Jahre, wenn du wartest. Ja, es war lange Zeit, zu lang. Es wurde dann auch noch verschoben, weil sie meinten, sie brauchen mehr Zeit fürs Marketing, weil sie glauben, dass es relativ groß wird. Und das heißt, spätestens da waren wir dann so, oh, okay, vielleicht bringt es auch was. War dann schön, dass dass es rausgekommen ist. Glaube ich. Wie war das für dich dann, als es wirklich so immer näher rückte? Und ich meine, du hast ja schon angedeutet, dass die euch das Gefühl gegeben haben, es könnte richtig groß werden. Aber wie hast du dieses Großwerden auch so wahrgenommen für dich? Wie war das aus sag ich mal, Künstlerseite? Ich glaube, voll überfordernd und auch, man konnte es nicht, also ich glaube, es ist erst jetzt, 1,5 Jahre später, dass ich das wirklich realisiere und verstehe, was da passiert ist und das jetzt auch so in meinem Leben, also dass es nicht wieder weg ist, sondern dass es jetzt Realität ist. Und ich glaube, damals, als es rausgekommen ist, war alles so, wow, also man hat es gar nicht greifen können. Es war sehr gut, dass wir dann direkt auch die 2. Staffel gedreht haben, weil wir dann alle wieder zusammen waren und auch wieder in dieser Welt drin waren. Aber ja, es hat sich voll viel verändert und ich glaube, jetzt eben realisiert man so, dass es die Realität ist. So. Ihr seid auch zur Premiere nach L.A. geflogen. Ja, voll. Und ich glaube, da spätestens, wir saßen so im Flugzeug und waren so, okay, das wird jetzt schon doch ein bisschen größer, als wir dachten. Cool. So, Nummer 6. Tropical? Amarillo. Die ist auch so süßlich. Finde ich zum Beispiel nicht schärfer als die 5. Umso besser. Ja, oder? Und sonst müssten wir das abbrechen. Kam das schon mal vor? Maxi hat abgebrochen. Echt? Ja. Bei wievielten? Beim 8. Wirklich? Ja. Maxton Hall wurde ja zur weltweit beliebtesten Serie auf Prime. Ne? Also
du selbst hast ja nicht gewusst, dass das so groß ist. Oder? Also, aber wie geht man aus, sage ich mal, Darstellersicht mit sowas Großem um? Hat man mehr Druck am Set? Es ist, glaube ich, ein großes Geschenk und dem sind wir uns auch alle bewusst, auch dass das einfach in Deutschland noch nie so passiert ist mit einer Serie. Und das ermöglicht ja auch ganz viel Neues. Und auf jeden Fall schon auch ein Druck, der dabei ist, also in der 2. Staffel oder auch dann 3. so, man will den Fans ja auch was bieten und irgendwie auch der Rolle gerecht werden und den ganzen Menschen gerecht werden. Und viel mehr Aufmerksamkeit ist auf diesem Projekt und das spürt man natürlich. Aber ich glaube, es ist sehr gesund, das irgendwie abzulegen und sich auf die Rolle zu konzentrieren und auf die Arbeit. Und man ist so, wenn man dreht, das ist wie eine eigene Welt in diesem Kosmos, dass man das Außen gar nicht so wirklich viel mitbekommt, was, glaube ich, ganz gut ist. Und das war dann auch letztes Jahr, so als wir die 2. Staffel gedreht haben, dass wir eben in dieser Welt gelebt haben, alle zusammen und es nicht so ganz mitbekommen haben, was so in der Außenwelt passiert und wie groß die Aufmerksamkeit ist. Ja. So. Ist eine komplett deutsche Produktion, oder? Ist das eine Mischung? Nee, komplett deutsch. Sind doch alle am Set deutsch. Die sind alle deutsch, ja. Crazy, ne? Wenn du überlegst, was für ein Ausmaß das dann in Gänze angenommen hat. Viele dachten auch, ich habe viel Feedback bekommen, wo Leute meinten, sie hätten es gar nicht gecheckt, dass es deutsch ist und haben es auf Englisch geguckt, bis sie dann gecheckt haben, dass es eine deutsche Serie ist. So. Ist das auch so eine Sache, wenn man selber vielleicht auch bei was mitmacht, was jetzt auch so alle Rekorde geschlagen hat in Deutschland, hat man trotzdem noch mal was man in Deutschland machen wollen würde? Also einerseits hat man natürlich dieses Gefühl, was kann ich machen, was das übertrifft, was so international geht für eine deutsche Produktion. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht sein und nicht mehr geben. Und andererseits versuche ich aber auch nicht deswegen Rollen zu spielen, sondern Rollen zu wählen, die mir was geben und denen ich was geben kann und die mich erfüllen und die mir Spaß machen. Und auch so unterschiedliche Rollen, wie es geht. Alles andere kommt ja dann sowieso, wie es muss, weißt du. Voll. Ja. Ich meine, du hast ja auch nicht geplant, dass es jetzt so groß wird und es ist so groß geworden. Und dann am Ende, ja. Es kommt, wie es kommt. Okay. Weisheit. Okay, 7. Mal 7 hier. Ich habe zu schnell. Ja, ich gebe dir einen Moment, kein Problem. Bei der Rede beim Women of the Year Award sagtest du, dass du durch Ruby gelernt hast, deinen Wert und deinen Raum nicht von Männern wegnehmen zu lassen. Ne? Gleichzeitig wurdest du immer wieder als die Schauspielerin an Damians Seite sehen, trotz deiner Hauptrolle. Welche Strategien hast du für dich gefunden, um damit umzugehen? Oder war das für dich jemals überhaupt ein Thema? Ja, es war ein großes Thema. Ich habe letztes Jahr einen Podcast bei Stefanie Giesinger, meinem G-Spot, gemacht, wo ich das dann aufgeklärt habe, dass wir eben nicht zusammen sind und nie zusammen waren. Und wie sich das angefühlt hat, von der Außenwelt so wahrgenommen zu werden, dass man nur so ein Teil von ihm ist. Und jetzt mittlerweile ist es, also ich glaube, es war die richtige Zeit auch, dass ich das gemacht habe. Und jetzt habe ich auch weniger das Gefühl, so wahrgenommen zu werden und kann mich da besser von trennen. Ja, finde ich gut. glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und dann kann man jetzt auch irgendwie anders in die Arbeit gehen mit ihm und mit dem Projekt und irgendwie da neu reinstarten, ohne irgendwie anders wahrgenommen zu werden. 8. Ja. Viel Glück. Viel Glück. Ja, wir sehen uns auf der anderen Seite. Cool. Oh. Ja. Oh. Ja. Von 7 auf 8 ist gottlos. Ja. Ist wirklich illegal. Willst du Eis haben? Es hilft. Aha. Oh geil, ich liebe Eis. Ich verstehe Maxi. Hat er auch Eis bekommen? Ja, ja. Okay, ready? So. Stell dir vor, du hättest niemals bei Max Know-how mitgemacht. Du hättest stattdessen in irgendeiner Soap oder so einer Trash-Soap angefangen. In welcher wärst du gelandet? Deutsch oder egal? Egal. Oh, jetzt aggressiv. Deutsch oder egal? Oder... In der Soap? Ja. Oder kann auch so, egal, alles trashig. Ich muss kurz überlegen.
Alter. Boah, jetzt, wenn der Bayer rauskommt bei der Harriet, dann weiß er aber Bescheid. Oder? Jetzt reicht's aber hier. Love Island. Nee, Kaulitz finde ich geil. Aber das ist halt Kaulitz und Kaulitz. Also es ist halt Tom und Bill. Macht keinen Sinn, dass ich da drin bin, ne? Das ist vielleicht so eine Cousine. Gibt's was du hättest, wo du dich vielleicht auch beruflich gesehen hättest, wenn du das jetzt nicht machen würdest? Ich glaube, wenn ich Schauspiel nicht machen würde, hätte ich so trotzdem beim Film Ja. so Make-up-Artist oder so. Also trotzdem irgendwie was künstlerisch. Ja, auf jeden Fall. Ich male auch sehr viel. Vielleicht hätte ich sowas. Du hast so einen künstlerischen Vibe. Und ich glaube, du würdest immer was machen. Ja, ich glaube, so war schon die Richtung. Oh. Ich habe so ein Video gesehen. Ich mag sie die ganze Zeit rülpst. Ja. Ich check's jetzt. Ja. Das hört doch nicht auf. Nee. Also es hört auf. Irgendwann. Es dauert 3-4 Minuten noch. Okay. Okay. Oh mein Gott. Willst du weitermachen? Ja, komm, wir ballern. Wir ballern. That's the spirit. Aber die ist ja nicht schärfer. Nee, die ist nicht scharf. Okay, gut. Das Schärfste hast du geschafft. Cool. Ja? Das ist doch. Einem wurde auch so ein bisschen schwindelig. Ja? Mhm. Der Regisseur von Max Hall hat dich mal gefragt, ob du lieber Harriet oder Ruby wärst. Und du sagtest, du müsstest erstmal wirklich drüber nachdenken. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Was ist jetzt deine Antwort? Harriet. Harriet? Ja, voll. Nee, das wäre mir zu viel Drama. Was gefällt dir an Ruby gut? Sie ist sehr diszipliniert. Sie ist sehr zielstrebig. Sie ist aber auch gleichzeitig sehr positiv. Ich glaube, das finde ich. Manchmal kann ich schon auch ein bisschen nicht negativ sein, aber das ist anstrengend zu reden. Sie ist sehr so, aus jeder Situation zieht sie das Positive raus. Und sieht sie das Positive. Und das finde ich eine sehr schöne Eigenschaft. Worin unterscheiden sich Ruby und Harriet am meisten? Sie ist sehr so ein Kontrollordnungsfreak. So schreibt Listen und ist so, weißt du, so der Typ Mensch. Du bist eher einfach mal fließen lassen. Genau. Entspannter. Einfach mal was malen. Ja, einfach mal hier mitmachen und sich den Mund verbrennen. Wir haben es geschafft. Nummer 10 auf der Zielgeraden. Wir machen immer noch eine Sache am Ende. Ich muss es dir anbieten, du musst es nicht machen. Aber Nochmal weil wir es der Schärfe gezeigt haben, weil wir so Killers sind. und dann nochmal. Oh nein, weißt du, was du machst? Okay. Du machst die 8. Ich mach die 8. Ja. Nochmal. Ja, drauf, Ich mach, drüber, also, ja. ich mach die 8 auf die 10. Ja, Die Soße. ja, Und das mache ich einfach zu deiner Belustigung. genau, damit du auf meinem Level kommst. Okay, damit ich weine, so wie du. Von mir aus mache ich's. Für die Harriet mache ich's. Mach mal vor. Okay. Das ist ein bisschen aufgekommen. Menschen, Sakramento. Guck mal. Ich finde, man wurde schlecht darauf vorbereitet. Weil die 7 ist noch normal. Ja. Und dann die 8. Okay. Das sieht ja schon fürchterlich aus. Was habe ich mir eingelassen? Guck mal. Na? So. Weil ich mit dir gemeinsam leiden möchte. Ja, bitte. Haut drauf. So. Also einfach so auf den Tisch. So, 1, 2. So ein Klecks. So ein Klecksi. Okay, let's get it. So, guck mal. Die 10 in 8 getunkt. Falls mir was passiert, danke. Harriet Herwig-Mann. Cheers. Ist das so gesund? Ich meine, du machst es ja so oft. Keine Ahnung. Kann ich dir in Nicht sagen. ein paar Jahren sagen. Okay. Ich rufe dich dann an. Wenn ihr sagt, Schau Und? ich möchte sterben. Du hast mal gesagt, dass du auch mal gerne eine ganz andere Rolle als Ruby spielen möchtest. So eine dreckigere Rolle.
Ist das deine jetzige Rolle in Schwarzes Gold gewesen? War es das für dich? Also es war das Beste, was ich mir hätte vorstellen können. Nach Maxton Hall. So als Gegengewicht? Ja, voll. Weil so, Maxton Hall ist schon immer so diese sehr traumhafte, magische Welt. Alles ist sehr schön, clean und Schwarzes Gold ist halt so die ganze Zeit im Dreck und in Öl und Schießen und Kämpfen und Reiten und Blut. Welche Harriet erwartet uns da? Ich was? Welche Harriet erwartet uns da? Wütend. Eine wütende. Wütend, sehr stark, sehr kämpferisch. Es hat Bock gemacht. Es war so irgendwie sehr frei. Man konnte sich frei bewegen und es hilft einem auch als Spielende, dass man so frei ist und irgendwie den Raum nutzen kann und so. Und es war eigentlich auch die ganze Zeit draußen und es war irgendwie cool. Gibt es eine Rolle, die du gerne spielen wollen würdest? Irgendwas, vielleicht auch was es schon gab? So eine Art, keine Ahnung, Uma Thurman in Pulp Fiction, sowas, Beispiel. Irgendwas, was dir in den Kopf kommt. Ich hatte Bock auf so einen Thriller. Ich habe aber auch Lust auf einen Sportfilm. So wie The Blind Side. Challengers zum Beispiel. Finde ich cool. Einfach so einen Sport lernen oder trainieren für einen Film hätte ich Bock drauf. Aber es gibt noch so viel. Horror hätte ich auch Lust. Also die ganze Zeit schreien und so. Kann ich mir cool, ganze Zeit schreien, cool. Ja, irgendwas Wildes, irgendwas historisch. Finde ich auch mal geil. Einfach so eine ganz andere Zeit. So. Harriet, du hast es geschafft. Ich hätte Glückwunsch. nicht gedacht, dass ich es schaffe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du es schaffst. Wirklich? Nee, weil du hast so sanft begonnen, aber du bist eine Kämpferin. Die Harriet ist eine Kämpferin, schön, dass du es geschafft hast. Dankeschön, vielen Dank. Mal Applaus dafür. Jeder Gast bekommt bei uns noch 60 Sekunden, um zukünftige Projekte anzusagen oder irgendetwas, was du gerne promoten möchtest. 60 Sekunden. Harriet Herbig-Matten für dich hier. Maxton Hall könnt ihr am 7. November auf Prime Video sehen. Und Schwarzes Gold kommt Ende des Jahres in der ARD-Mediathek raus. Könnt ihr da auch angucken und ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß. Und ja. Yay, Dankeschön. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Du hast super durchgezogen. Boah. Hast du dann so Magenweh? Ja. Ja, ne? Ja. Auch am nächsten Tag? Okay. So, Freunde, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir sind fertig. Ich bin fertig. Ihr kennt das Spiel. Abonniert, aktiviert die Glocke, kommentiert, liked. Ich gehe jetzt auf Toilette. Danke. Tschüss.